Ja, hallo, ein herzliches Hallo zu einer weiteren Mini-Oil-Class. Dieses neue Format haben wir diesen Monat, letzten Monat gestartet und es wird jeden Dienstagmittag um 12:15 Uhr von nun an eine Mini-Oil-Class geben for free mit verschiedenen Themen und die heutige Mini-Oil-Class ist zum Thema Camping und Vanlife. Ja, ein herzliches Hallo. Ich sehe mir gerade die Chatnachricht an. So schön, dass ihr hier seid. Wir teilen übrigens diese Mini-Oil-Class auch immer auf unserem YouTube. Somit, wenn du die Aufnahme ansiehst, auch ein herzliches Hallo zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, die Mini-Oil-Class haben wir ins Leben gerufen, weil wir von unserem Lifestyle, von unserem Alltag mit doTERRA berichten möchten. Und darum werden wir jeweils in dieser Mini-Oil-Class nichts vorstellen, was ihr auch auf doTERRA.com oder Google finden könnt, im Sinne von, wir machen keine Produktschulung der klassischen Art, sondern es geht wirklich darum, dass wir unsere Tipps, unseren Lifestyle teilen und wie wir die Produkte im Alltag anwenden. Ja, und heute stelle ich euch die Produkte vor, die wir beim Campen im Vanlife eigentlich so die Top-Favoriten, die wir immer brauchen, immer dabei haben und ohne die wir absolut nicht mehr leben könnten. Und ich starte gerade mit einem absoluten Lifesaver, und zwar sind das die On Guard Hand Wipes von doTERRA. Als ich die am Anfang bekommen habe, dachte ich so, ich bin mir nicht so sicher, ob ich dieses Produkt brauche, weil es gibt ja auch den On Guard Hand Spray und den verwende ich eigentlich die ganze Zeit, wenn wir unterwegs sind. Und ich dachte mir so, okay, was kann dieses Produkt uns geben? Aber mittlerweile gehe ich nirgends ohne dieses Produkt hin, weil dieses Produkt, vielleicht kennt ihr es ist ja einfach so abgepackt in so kleine einzelne Wipes mit On Guard. Und wir brauchen diese Wipes, wenn wir auf öffentliche Toiletten gehen. Und vielleicht kennt ihr das. Ja, wenn man die Schweiz verlässt, aber manchmal ist es auch schon in der Schweiz so, man geht auf öffentliche Toilette, vor allem als Frau, und denkt sich so, oh mein Gott. Ich wische mit diesen Vibes wirklich kurz die Toilette ab, auch die Handgriffe, um mich einfach wohl zu fühlen und nutze diese wirklich eigentlich immer, wenn ich auf Raststätten gehe oder eben auch sonst öffentliche Toiletten benutze. Ich finde es super praktisch, weil es einfach so einzeln abgepackt ist und die doTERRA On Guard Mischung ist enthalten. Das ist die schützende Mischung von doTERRA. Also die habe ich immer dabei auf öffentlichen Toiletten. Ich habe diese Wipes auch sonst beim Reisen dabei. Auch zum Beispiel, ja, wenn man sich einfach, wenn die Hände schmutzig werden, auch zum Beispiel im Flugzeug oder wenn man irgendwie gerade jetzt für Ben, wenn wir irgendwie ja, einen Apfel schälen oder irgendwas und du hast einfach schmutzige Hände oder so oder irgendwas fällt dir am Boden oder gerade im Van oder beim Campen, finde ich, ist man ja auch sehr sparsam, was das Wasser anbelangt, dass man nicht immer seine Hände wäscht. Und dafür brauchen wir immer die. Aber ich finde wirklich die für öffentliche Toiletten der absolute Hit. Also versucht das gerne mal, weil ich finde, es macht das Reisen so viel angenehmer, wenn man eigentlich jede Toilette besuchen kann und nicht irgendwie sich unwohl fühlt. Genau. Dann dazu natürlich, ich habe es schon erwähnt, den On Guard Handspray. Den habe ich immer dabei. Ich finde den super, um die Hände sauber zu halten oder auch kurz Gegenstände irgendwie ja, zu reinigen oder einfach alles, was man Unterstützung braucht, für die Sauberkeit, finde ich den Handspray super. Also diese zwei Produkte haben wir wirklich immer dabei. Ich habe diese Wipes auch in unserem Auto, im Van vorne in der Ablage. Ich habe sie in meiner Handtasche, ich habe sie im Kinderwagen. Ich finde die so super praktisch. Ich habe die wirklich überall immer dabei. Dann ein absolutes Lieblingsprodukt oder eigentlich eine Kombination aus zwei Produkten sind Siberian Fir und Eukalyptus. Und zwar, wenn wir gerade bei öffentlichen Toiletten sind, dann kennt ihr sicher auch, wenn ihr campt oder im Vanlife unterwegs seid, kennt ihr auch öffentliche Duschen. Und das finde ich wirklich, ja, also Campingduschen, die sind oftmals einfach nicht so einladend oder
der Boden, also wir waren jetzt letzte Woche in Frankreich, da war es wirklich auch einfach nicht sauber und man duscht ja aber trotzdem. Und wir benutzen dann immer Eukalyptus und Siberian Fir. Wir haben lange nach dieser Mischung gesucht und das ist sie jetzt. Und zwar, wenn wir in die Dusche kommen, dann tropfen wir einfach einige Tropfen von diesen zwei Ölen am Boden oder auch auf den warmen Duschhahn. Zu Hause machen wir viel eine Aromadusche, aber da geht es mehr ums Wohlbefinden. Und beim Camping geht es, finde ich, wirklich auch auf die Sauberkeit. Warum nehmen wir genau diese zwei Öle? Eukalyptus ist wirklich das Öl des Wohlbefindens. Ihr kennt das vielleicht auch in vielen Aromaspas und ja, Wellness riecht es nach Eukalyptus, weil das sehr das Wohlbefinden steigert, aber es ist auch ein sehr reinigendes Öl. Und auch die sibirische Tanne ist ebenfalls sehr reinigend. Und die sibirische Tanne ist übrigens das Öl der Perspektive. Also es hilft einem immer so, ja, die Perspektive vielleicht auch ein bisschen zu öffnen. Und Vanlife sieht ja oftmals so entspannt aus, Camping auch. In Tat und Wahrheit ist es aber oft auch sehr anstrengend. Und manchmal kommt man erst spät abends an und man ist müde und man muss den ganzen Van wieder aufstellen oder wenn man mit Zelt geht und so. Und diese zwei Öle unter der Campingdusche ist wirklich, tut seinen Zweck absolut. Es reinigt, es gibt dir ein Wohlbefinden, es reinigt wirklich auch den Boden, aber es hilft dir auch so mental die Perspektive ein bisschen zu verändern, vielleicht auch wenn man mal einen Reisetag hat, der jetzt nicht so cool gelaufen ist, was es ja ab und zu gibt, dann nutzen wir wirklich diese zwei Öle eigentlich immer in der Campingdusche, einfach ein paar Tropfen am Boden und gut ist. Ja, welche Produkte brauchen wir sonst noch? Es gibt ein Thema, das mag Rudi überhaupt nicht, und das sind Mücken. Mücken und Insekten im Van. Ich auch nicht, so, vor allem nicht seit Ben auf der Welt ist. Und da ist wirklich, haben wir auch lange gesucht für eine Kombination aus den doTERRA-Produkten, wo man sagen kann, okay, das hilft jetzt wirklich. Wir hatten vorletzte Woche in Frankreich wirklich einen Stellplatz, da wurden wir gefressen in der Nacht. Wir hatten so viele Mücken im Van und jeder, der mal Mücken im Van hatte, weiß, das ist einfach uncool. Was machen wir? Wir nutzen das Öl Zitronella, falls ihr das noch nicht kennt. Das ist ein wirklich sehr gutes Öl, kommt aus Indonesien, hat ein sehr ja, frisches, zitronigen Geruch. Und dazu gibt es diesen Terra Shield Spray. Wir machen das jeweils so für die effektivste Lösung. Zitronella diffusen wir. Wir haben im Van den Pilo-Diffusor. Da kann man auch, wenn ihr zeltet oder sonst in der Natur unterwegs seid, ist der halt schön klein und kabellos. Wir diffusen Zitronella. Ja, wenn Kinder und Hunde da sind, wie es bei uns ist, dann jetzt nicht mit sehr viel Tropfen. Wir nehmen jeweils 3 bis 4 Tropfen. Wenn ihr nur Erwachsene seid, könnt ihr auch mehr Tropfen nehmen. Aber wir diffusen Zitronella die ganze Nacht, auch schon beim Eindunkeln. Und was wir machen, wir nehmen jeweils ja, ein Taschentuch oder irgendwie ein Stofftuch oder einfach, was man gerade so zur Hand hat, betröpfen Zitronella und legen das überall dort bei den Fenstern, bei den Fliegengittern noch dazwischen. Also die Fliegengitter sind ja eigentlich gut, aber leider oftmals nicht dicht. Und da verstärken wir dann jeweils, dass die Mücken halt dort nicht reinkommen. Man kann das im Zelt auch super gut machen. Gut, im Zelt hat man oft weniger Mücken, aber das ist wirklich eine super gute Methode, um einfach das Ganze noch ein bisschen zu verstärken. Und Terra Shield, damit sprayen wir uns selber ein, und zwar jeweils gerade am Abend nach dem Duschen. Weg vom Van, weil sonst wird es ziemlich intensiv, so dass man einfach es auf der Haut hat, aber im Van ist die Luftzirkulation zum Teil ja auch nicht so gut und genau, also das brauchen wir dann jeweils gerade direkt nach dem Duschen, vor allem die Hände und die Füße gut damit einreiben. Ich finde Terra Shield ist wirklich die absolute super Mischung, um sich selber zu schützen. Man kann es auch gut, wenn man jetzt irgendwie lange Kleider anhat, auch von Weitem auf die Kleider selber besprühen. Aber diese Mischung ist wirklich der absolute Top. Damit hatten wir am Schluss dann gar keine Insektenprobleme mehr.
Man kann auch TerraShield nutzen, wir auch, wenn ihr eine Ameisenstraße habt im Van, hatten wir auch in dieser Reise, dann besprayen wir die Straße, also den Weg dort mit TerraShield, das ist auch eine super Methode. Also die zwei kann ich euch sehr empfehlen, Citronella und TerraShield, absolut non-tox, 100% natürlich, darum lieben wir doTERRA und genau, das ist ein Produkt, das wir immer dabei haben. Dann ein weiteres Produkt, das wir auch total nicht mehr entbehren könnten beim Vanlife Camping, ist der On Guard Cleaner Concentrate. Das ist wirklich, finde ich, ein Produkt, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist absolut der Hammer. Ich habe es mal verglichen mit anderen vergleichbaren Reiniger, wo man so sonst kaufen kann. Der Preis kann da absolut nicht mithalten, vor allem wenn ihr es im Treueprogramm bestellt. Man braucht nur einen kleinen Tropfen, um abzuwaschen, oder auch wir stellen jeweils unseren Küchenreiniger im Van selbst damit her. Das ist ein ganz einfaches Rezept. Ihr nehmt einfach eine Braunglas-Sprayflasche, ihr nehmt 2 Esslöffel vom Cleaner Concentrate und dann nehmt ihr circa 20 bis 30 Tropfen, je nachdem wie intensiv ihr es gerne habt, mit halt reinigenden Ölen, wie zum Beispiel Melaleuca nehme ich immer, Lemongrass nehme ich immer, dann nehme ich auch Eukalyptus und meistens auch noch Leim oder Zitrone. Füllt ihr den Braunglas-Spray auf mit Wasser. Man kann es auch mit destilliertem Wasser. Ich nehme normales Wasser und schüttelt es einmal und dann habt ihr einen super Küchenreiniger, der halt auch wieder 100% natürlich ist. Der Cleaner Concentrate nehmen wir auch zum Abwaschen beim Camping, weil man ja wirklich nicht ja, irgendwie welche chemische Reiniger nehmen soll. Ihr braucht da wirklich ganz wenig. Es ist auch angeschrieben, wie viel. Ich nehme wirklich nur so einen kleinen Teelöffel. Und das ist wirklich ein Produkt, wo wir immer dabei haben. Man kann auch, wenn irgendwie, ja, wenn man jetzt wirklich mal die Van-Küche reinigen will, gründlich, kann man es direkt mit dem machen. Es ist wirklich ein Universalreiniger. Also ihr könnt damit alles selber anrühren, do-it-yourself machen. Ein Produkt, das wir immer dabei haben. Und dann, last but not least, was wir so für uns rausgefunden hat, den Sonnencreme-Stick, die ist jetzt neu auf dem Markt. Wir lieben wirklich den Stick lieben wir sehr. Auch die Creme und der Spray ist cool, aber wir lieben den Stick, weil er einfach so handlich ist. Also gerade im Van, den kann man schön positionieren, ist schön handlich. Man kann den super in der Handtasche im Kinderwagen dabei haben. Ich finde ihn super schön zum Applizieren. Er pflegt die Haut total gut. Er ist mineralisch und auch hier non-tox. Er ist auch reef-safe. Das heißt, es schützt unsere Korallenriffe im Meer, was ganz wichtig ist bei Sonnencreme. Das ist man sich absolut nicht bewusst, aber wenn halt die ganze Menschheit ins Meer geht mit einer synthetisch hergestellten Sonnencreme, dann haben wir irgendwann auf kurz oder lang keine Korallen mehr, was im ganzen Ökosystem sehr großen negativen Impact machen kann. Also wir lieben wirklich diesen Stick. Wir haben den mittlerweile im Van überall deponiert und natürlich auch in unserem sonstigen Alltag. Also für die ihn noch nicht kennen, ich finde den super praktisch, einfach weil er so handlich ist irgendwie. Weil ja, die Tube, wer kennt's, man stopft es irgendwo rein, es geht auf oder spritzt oder keine Ahnung was, kann halt im Van dann echt mühsam sein und das ist beim Stick nicht so. Ja, wir sind schon fast am Ende angelangt. Ich wiederhole euch gerne noch mal kurz. Also für die Toilettensauberkeit unterwegs, diese Handwipes, bestellt ihr euch gerne mal. Die sind wirklich der absolute Hit. Man kann die Toilette kurz abreiben, auch die Griffe oder dann natürlich auch die Hände. Wenn ihr zum Beispiel ja, so eine ganz üble Toilette irgendwo im Nirgendwo habt, dann finde ich, kann man dann auch noch gerade das Händewaschen, wenn es oft kein Wasser gibt, damit ersetzen. Dann den Handspray für die ganze Zeit unterwegs beim Reisen. Dann haben wir für die saubere Dusche unterwegs das Eukalyptus und Spearing Fir, das wir immer verwenden. Dann das Citronella und das TerraShield für den Mücken-Insekten-Schutz und die doTERRA den Sonnenstick für ja, super Schutz gegen die Sonne, mineralische Sonnencreme. Ja, wir sind schon am Schluss angekommen. 15 Minuten, jetzt kann ich sagen, ist immer eine kurze Zeit, aber wir wollen diese Oil Classes wirklich ganz kurz halten, damit ihr auch ja,
reintauchen könnt und dann gerade wieder raus und die Tipps umsetzen. Wir werden die nächsten Wochen ganz spannende Themen nehmen. Es wird sicher noch eine Oil-Class geben zum Männer und Öle. Da wird Rudi seine Favoriten vorstellen und auch noch Sport. Und ja, wir haben ganz viele coole Themen auf dem Plan. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Dienstag und ja, freue mich von euch zu hören. Herzlichen Dank. Oh, danke für die Rückmeldung und ja, bis zur nächsten Oil-Class. Ciao!